Die Stiftskirche von Gernrode ist ein herausragendes Zeugnis ottonischer Architektur in Deutschland. Sie birgt in sich einen außerordentlichen Schatz: das Heilige Grab, eine Nachbildung des Heiligen Grabes Christi in Jerusalem. Es wurde in der Zeit um 1090 errichtet, als die europäischen Christen zu ihrem ersten Kreuzzug in das Heilige Land aufbrachen. Außen und innen ist es reich mit Skulpturen und Reliefs ausgestattet. Doch dieser Schatz ist in Gefahr. Meisterhaft das Antlitz und die schlanke Gestalt des Bischofs in der Grabkammer. Figuren wie Reliefs sind von herausragender Qualität. Die Skulpturen des Heiligen Grabes stehen am Anfang der prominenten Reihe mittelalterlicher Monumentalplastik. Es gibt nur wenig Vergleichbares in dieser Zeit. Doch eingelagerte Salze schädigen die kostbaren Oberflächen. Innerhalb von 100 Jahren gingen viele Details verloren. Fotografische Langzeitbeobachtungen ergaben 2003, dass die Schäden immer noch fortschreiten. Woher kommen die Salze? Und wie kann man sie wieder herauslösen? Eine Untersuchung wird angestoßen. Auf Anraten des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt beauftragt die Kirchengemeinde hochspezialisierte Restauratoren. Sie sollen die Schadensursachen ermitteln. Zunächst musste die Art und Herkunft der Salze bestimmt werden. Über 300 Jahre hinweg wurde auf diesem Gelände landwirtschaftliche Nutzung betrieben. Hier im Kreuzgang, wo ich stehe, befanden sich Tierställe, und die Ausscheidung der Tiere erzeugt Salze, die sich auch am Heiligen Grab wiederfinden lassen. Zu Beginn der Maßnahme musste diese Einhausung geschaffen werden. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst dient sie als Schutz vor der Schimmelpilzsanierung der darüberliegenden Holzdecke. Dann soll sie den nach wie vor ablaufenden Schadensprozess stoppen. Innerhalb der Einhausung kann eine stabile Luftfeuchtigkeit gehalten werden. Gleichzeitig soll das Heilige Grab für die Besucher sichtbar bleiben. Uwe Kalisch vom Institut für Diagnostik und Konservierung überprüft die Klimamessungen in der Stiftskirche und in der Einhausung. Zur Überprüfung der Schimmelpilzbelastung führt Carla Leupold von der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hildesheim regelmäßige Kontrollen durch. Im Vorfeld musste ebenfalls der Boden um das Heilige Grab herum untersucht werden. Eine Ramkan-Sondage sollte klären, ob nach wie vor Feuchtigkeit aus dem Boden in das Heilige Grab aufsteigt und dabei gelöste Salze in das Mauerwerk transportiert. Auch Bohrungen direkt vor dem Grab ergeben, das Erdreich ist trocken. Nachdem wir geklärt haben, dass es aktuell keinen wesentlichen Nachschub mehr von Salzen und Feuchtigkeit auf das Heilige Grab gibt, ist jetzt ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit das Reduzieren, das heißt das Mindern der Salze im Gestein. Das macht man im Wesentlichen so, dass man versucht, die Salze erst einmal wieder in Lösung zu bringen. Das heißt, man bringt Wasser auf die Gesteinsoberfläche auf, die Salzkristalle gehen wieder in Lösung und wandern dann in ein aufgebrachtes Kompressenmaterial über verschiedene Prozesse und sind somit im Gestein dann reduziert. Doch die detaillierte Schadenskartierung hat gezeigt, dass die Oberflächen zum Teil schon sehr locker sind. Es besteht die Gefahr, dass sie sich zusammen mit der Kompresse ablösen. Auch wo das Gestein noch fest erscheint, verschafft sich Corinna Grimm mit Hilfe der Experten vom Institut für Diagnostik und Konservierung Gewissheit. Per Ultraschallmessung kann die Festigkeit des Steins eingeschätzt werden. Das Kompressenmaterial wird zunächst im Labor und dann auch auf Probeflächen am Grab getestet.
Die stark geschädigten Bereiche müssen zunächst gefestigt werden, bevor eine Kompresse aufgelegt werden kann. Zu Beginn der Maßnahme müssen die Oberflächen gereinigt werden. Mit der Reinigung werden Reste mittelalterlicher Farbigkeit aufgedeckt und die Reliefs erhalten wieder Plastizität. Nun beginnen auch die Arbeiten am Putz und Stuck. Der Restaurator Thomas Schmidt legt zunächst Musterflächen an. Danach wird die Fassung gefestigt, die Stuckoberfläche gereinigt und der Putz konserviert. Ich freue mich sehr, dass es nun mit den Arbeiten hier am Heiligen Grab endlich losgehen kann. Nach einer langen und harten Zeit der Vorbereitung sind wir endlich in der Lage, dieses heilige Grab bald wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.